Lektion 1 bei Weiki. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du täglich ein paar Spaziergänge durch das Einkaufszentrum machst. Das ist eine tolle Idee. Ja, es ist für mich ein bisschen zur Routine geworden. Das Einkaufszentrum ist ein perfekter Innenbereich, um sich zu bewegen, besonders an regnerischen Tagen. Ich kann den Reiz sehen. Die klimatisierte Umgebung und das flache Gelände machen es zu einem idealen Wandergebiet. Absolut. Und es ist auch praktisch. Ich kann einfach auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause vorbeischauen. Das ist klug. Außerdem kann man dabei auch ein bisschen Schaufensterbummel machen. Es ist, als würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und meine Schritte zu starten, ohne dass das Wetter eine Rolle spielt. Ich liebe diese Idee. Manche Leute machen sogar ein ganzes Workout daraus und drehen Runden durch das Einkaufszentrum. Ja, das stimmt. Ich habe jeden Morgen einige Leute gesehen, die mit Powerbikern durch das Einkaufszentrum liefen. Das ist Hingabe. Aber es ist absolut sinnvoll, wenn Sie Ihr Training in einer sicheren und komfortablen Umgebung absolvieren möchten. Lektion 2: Gemütlich bleiben. Hallo Anna, noch eine Sache. Während wir die Picknickpläne fertigstellen, meinst du, wir sollten ein oder zwei zusätzliche Decken mitbringen? Das ist eine tolle Idee, John. Abends kann es etwas kühl werden, besonders wenn die Sonne untergeht. Absolut. Wir möchten nicht, dass unsere Gäste zittern, während sie versuchen, die Umgebung im Freien zu genießen. Definitiv. Ein oder zwei zusätzliche Decken sorgen dafür, dass es allen während der Veranstaltung angenehm warm bleibt. Genau. Für alle Fälle ist es immer besser, etwas zusätzliche Wärme zur Hand zu haben. Stimme voll und ganz zu. Ich werde darauf achten, ein paar leichte, aber warme Decken für uns einzupacken. Perfekt. Auf diese Weise können sich alle einpacken und die Nacht über bequem verbringen. Ja, es sind diese kleinen Details, die ein Picknick oder ein Treffen im Freien wirklich zu einem Erfolg machen können. Absolut. Die Beachtung solcher Details kann eine gute Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 3: Morgenroutine. Guten Morgen, Anna. Ich bin neugierig, wie sieht Ihre typische Morgenroutine aus? Ich würde gerne davon hören. Oh, es ist wirklich ziemlich einfach. Nach dem Aufwachen nehme ich als erstes eine schöne, entspannende Dusche. Das ist ein toller Start in den Tag, erfrischt und voller Energie. Was machst du nach der Dusche? Dann sorge ich dafür, dass ich mich anziehe und für den Tag bereit bin. Ich wähle ein schönes Outfit aus und trage ein bisschen Make-up auf. Klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich geistig und körperlich vorzubereiten. Und was kommt danach? Danach gehe ich in die Küche und frühstücke gesund. Normalerweise etwas wie Haferflocken oder Obst und Joghurt. Das klingt köstlich und nahrhaft. Es ist so wichtig, morgens neue Energie zu tanken. Pfiuh. Es gibt mir Energie und bin bereit, den bevorstehenden Tag in Angriff zu nehmen. Hast du eine ähnliche Morgenroutine, John? In mancher Hinsicht ähnlich, aber wahrscheinlich etwas gehetzter. Duschen, anziehen und dann schnell etwas zum Frühstück holen. Ich verstehe. Nun, es geht darum, herauszufinden, was am besten zu Ihrem eigenen Zeitplan und Ihren Vorlieben passt, nicht wahr?
Genau, solange wir auf uns selbst aufpassen und gut in den Tag starten, ist das Wichtigste. Lektion 4. Handwerkliche Exzellenz. Wof, Anna, ich habe gerade von diesem erstaunlichen Kunstwerk gehört, das kürzlich enthüllt wurde. Anscheinend hat die Herstellung unglaubliche 3,5 Millionen Dollar gekostet. 3,5 Millionen. Das ist eine astronomische Menge. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie viel handwerkliches Können und Liebe zum Detail darin steckt. Genau, der Künstler hat keine Kosten gescheut und nur die hochwertigsten und teuersten Materialien verwendet. Und sie stellten die besten Handwerker und Spezialisten ein, um daran zu arbeiten. Es ist unglaublich. Es muss ein absolut atemberaubendes Werk sein, um einen so enormen Preis zu rechtfertigen. Das Maß an Hingabe und Können ist überwältigend. Absolut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welche Ressourcen und Arbeitskräfte in die Schaffung so etwas geflossen sind. Es ist ein wahres Meisterwerk. Ich würde es gerne persönlich sehen, wenn ich jemals die Gelegenheit dazu bekomme. Dieses Niveau künstlerischer Exzellenz zu erleben, wäre wirklich beeindruckend. Ich kann es mir nur vorstellen. Der Detaillierungsgrad und die Präzision gepaart mit der Verwendung feinster Materialien müssen einen unvergesslichen Anblick bieten. Es ist bemerkenswert, wie weit manche Künstler und Handwerker gehen, um Perfektion zu erreichen. 3,5 Millionen Dollar sind eine unglaubliche Investition. Das ist es wirklich. Aber ich denke, für diejenigen mit einer großen Wertschätzung für Kunst und feinster Handwerkskunst ist es eine lohnende Ausgabe. Lektion 5. Ein Moment der Besinnung. Hallo Anna, hast du dir jemals einen Moment Zeit genommen, um die einfachen Freuden des Lebens zu genießen? Weißt du, das habe ich in letzter Zeit nicht wirklich gemacht. Wie meinst du das? Nun, manchmal finde ich es gut, einen Schritt zurückzutreten und über all die kleinen Segnungen nachzudenken, die wir haben, wie die Zeit mit Freunden oder einen wunderschönen Sonnenuntergang. Das ist ein toller Punkt. Es ist leicht, sich in der Hektik des Alltags zu verlieren und zu vergessen, langsamer zu werden und alles in sich aufzunehmen. Genau, ich finde, dass schon ein paar Minuten stiller Kontemplation meine Batterien wieder richtig aufladen können. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie viel ein wenig Achtsamkeit bewirken kann. Gibt es für Sie Lieblingsmethoden zum Abschalten und Entspannen? Manchmal gehe ich alleine spazieren, aber manchmal rufe ich ein paar Freunde an und wir genießen einfach die Gesellschaft des anderen. Es ist etwas Besonderes, im Augenblick präsent zu sein. Das hört sich wunderbar an. Ich denke, ich werde versuchen, mir für so etwas mehr Zeit zu nehmen. Es ist so wichtig, unsere Seelen zu nähern, finden Sie nicht auch? Absolut. Sich diese kleinen Pausen zu gönnen, um den Moment zu reflektieren und zu genießen, kann einen großen Unterschied für unser allgemeines Wohlbefinden machen. Vielen Dank für die Erinnerung. Ich werde Wert darauf legen, das öfter zu tun. Es ist nur der Reset, den ich meiner Meinung nach brauche. Ich freue mich, dass ich ein wenig Inspiration liefern konnte. Genieße deinen Moment des Friedens, mein Freund. Lektion 6. Spannende rote Prämien. Hallo Anna, hast du gesehen, dass die Hotelkette, in der wir oft übernachten, ein neues Prämienprogramm hat? Es klingt erstaunlich. Verwicke. Erzähl mir mehr, John. Welche Vorteile bietet es? Nun, für jeweils 10 Übernachtungen können Sie diese gegen eine kostenlose Übernachtung einlösen. Ist das nicht großartig? Puff, das ist großartig.
Und gibt es noch weitere Vorteile wie Gratis oder exklusive Angebote? Ja, absolut. Sie haben alle möglichen Sonderangebote und Rabatte für Mitglieder. Außerdem können Sie Bonuspunkte sammeln, wenn Sie beispielsweise Freunde empfehlen oder deren Kreditkarte verwenden. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich melde mich auf jeden Fall für dieses Premium-Programm an. Jede kostenlose Übernachtung ist ein riesiger Vorteil. Ich weiß richtig. Es ist ein Garmisch-Shanna. Wir sollten es bei unserer nächsten Reise nutzen. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, mit den kostenlosen Übernachtungen zu beginnen. Das wird uns auf lange Sicht so viel Geld sparen. Absolut. Dieses Prämienprogramm ist eine absolute Win-Win-Situation. Ich bin wirklich gespannt, wie viel wir durch das Einlösen dieser Gratis-Übernachtungen sparen können. Lektion 7. Harte militärische Strafen. Hi Anna, hast du von den harten Strafen gehört, die die alten Römer ihren Soldaten auferlegten? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Von was für Strafen sprichst du? Wenn eine Einheit römischer Soldaten meuterte, würden die Anführer offenbar zur Strafe jeden 10. Mann dieser Einheit hinrichten. Das ist absolut brutal. Jeden 10. Soldaten hinrichten. Das ist einfach unvorstellbar grausam. Ich weiß richtig. Es ist schockierend, sich vorzustellen, dass sie zu solch extremen Maßnahmen greifen würden, um die Disziplin in ihrer Armee aufrechtzuerhalten. Das ist es wirklich. Ich kann nicht glauben, dass sie die gesamte Gruppe für die Taten einiger weniger bestrafen würden. Das ist einfach so unmenschlich. Ja, die Römer waren für ihre strenge militärische Disziplin bekannt, aber diese Art der Bestrafung scheint weit übertrieben zu sein. Definitiv. Ich bin froh, dass wir heute keine derart harten militärischen Strafen haben. Das ist einfach barbarisch. Du hast vollkommen recht. Es ist gut, dass wir von solch brutalen Taktiken Abstand genommen haben. Moderne Militärs verfügen über weitaus humanere Möglichkeiten, mit Fehlverhalten umzugehen. Lektion 8. Vorbereitung auf die Party. Hallo Anna, ich habe über die bevorstehende Party nachgedacht, die wir veranstalten. Gibt es noch etwas, das wir besprechen oder worauf wir uns vorbereiten sollten? Lass mich nachdenken. Ich glaube, wir haben die meisten wichtigen Details besprochen. Die Gästeliste, die Speisekarte, die Dekoration und die Unterhaltung. Okay, großartig. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Nun, eine Sache, die wir in Betracht ziehen könnten, wäre, die Leute zu bitten, etwas mitzubringen, zum Beispiel ein Gericht oder eine Flasche Wein, um einen Beitrag zur Party zu leisten. Das ist eine fantastische Idee, Anna. Das würde uns etwas entlasten und alle einbeziehen. Vielleicht- Es wäre eine großartige Möglichkeit, es eher zu einem Treffen im Potluck-Stil zu machen. Jeder kann mitmachen und teilen. Wunderbar. Ich werde das unbedingt in den Einladungen erwähnen. Ich bin mir sicher, dass unsere Gäste gerne mithelfen werden. Definitiv. Das wird uns die Partyplanung viel einfacher machen und es wird für alle eine unterhaltsame Möglichkeit sein, daran teilzunehmen. Absolut. Ich denke, das ist eine tolle Ergänzung zu unseren Partyplänen. Gibt es sonst noch etwas, was wir beachten sollten? Das glaube ich nicht, John. Ich denke, wir haben alle wichtigen Grundlagen abgedeckt. Diese Party wird ein voller Erfolg. Exzellent. Ich freue mich wirklich darauf. Es wird für alle eine tolle Zeit.
Lektion 9. Alleinzeit vs. soziale Zeit. Hallo Anna, ich wollte schon fragen, verbringst du deine Zeit lieber allein oder mit Freunden? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, es hängt wirklich von meiner Stimmung und der Situation ab. Mir geht es genauso. Manchmal brauche ich einfach etwas Zeit für mich allein, um neue Energie zu tanken, aber manchmal sehne ich mich auch nach der Energie und dem Lachen, die die Gesellschaft mit sich bringt. Das höre ich. Für beides gibt es etwas zu sagen. Wenn ich alleine bin, kann ich mich wirklich nach innen konzentrieren und mich zentrieren. Aber wenn ich mit Freunden zusammen bin, hebt es meine Stimmung. Absolut. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Was sind einige deiner liebsten Soloaktivitäten? Ach, wissen Sie, Dinge wie einen langen Spaziergang machen, ein gutes Buch lesen oder einfach nur draußen sitzen und die frische Luft genießen. Bitte. Bei mir ähnlich. Ich liebe es, alleine eine Wanderung oder Radtour zu unternehmen. Es ist einfach eine so friedliche Art, meinen Kopf frei zu bekommen. Das hört sich wunderbar an. Und was machen Sie gerne, wenn Sie Lust auf mehr soziale Interaktion haben? Ich genieße es wirklich, Spieleabende zu veranstalten oder mit einer Gruppe enger Freunde zum Abendessen auszugehen. Dieses gemeinsame Erlebnis ist etwas Besonderes. Ich stimme zu. Es ist das Beste aus beiden Welten. Wertvolle Zeit mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, aber ohne die ständigen Anforderungen, ohne zu sein. Genau, es ist die perfekte Balance. Ich bin froh, dass wir hier einer Meinung sind. Joch, es ist gut zu wissen, dass wir beide diese Mischung aus Einsamkeit und Gemeinschaft schätzen. Definitiv. Es hält uns geerdet und voller Energie. Lektion 10. Kulturelle Einflüsse. Hi Anna, hast du die Nachricht über die spanischen Einflüsse in bestimmten US-Städten gesehen? Ja, das habe ich. Es war wirklich faszinierend. Mir war nie bewusst, wie sehr die hispanische Kultur Orte wie San Antonio und El Paso geprägt hat. Rechts. Es ist erstaunlich, wie die Architektur, die Küche und sogar die Sprache so tief in den spanischen Kolonialwurzeln verwurzelt sein können. Pjuf. Es zeigt nur, wie vielfältig und facettenreich die Kultur dieses Landes wirklich ist. Silje, ich finde es wirklich bereichernd, solche gemischten Traditionen und Geschichten zu sehen. Pjuf. Es verleiht diesen Städten so viel Lebendigkeit und Charakter. Haben Sie schon einmal eines davon besucht? Nein, noch nicht, aber es steht jetzt definitiv auf meiner Liste. Ich würde gerne in diese einzigartige kulturelle Atmosphäre eintauchen. Ich denke, es würde dir wirklich Spaß machen. Die Energie und Leidenschaft dort ist spürbar. Außerdem ist das Essen unglaublich. Oh, das Essen hat mich wirklich fasziniert. Ich bin ein großer Fan der spanischen und mexikanischen Küche. Ebenfalls. Nun, Sie müssen mir Bescheid geben, wenn Sie eine Reise planen. Gerne gebe ich Empfehlungen weiter. Wird tun. Ich schätze die Insider-Tipps. Das wird eine tolle Ergänzung zu meiner Reiseliste sein. Lektion 11. Ein besonderes Abendessen. Hallo Anna, ich habe heute Abend Lust auf etwas Außergewöhnliches zum Abendessen. Haben Sie Ideen? Wo etwas Besonderes oder Hi Mem, lass mich nachdenken, wie wäre es mit einem schönen Nudelgericht mit hausgemachter Soße?
Pasta klingt zwar gut, aber ich dachte an etwas, das etwas einzigartiger ist. Irgendwelche anderen Vorschläge? Okay, lassen Sie mich hier ein Brainstorming durchführen. Wie wäre es mit einem schönen Steak, mit etwas geröstetem Gemüse und einer schicken Sauce als Beilage? Das klingt besser. Ich liebe ein gutes Steak. Haben Sie ein bestimmtes Rezept im Sinne? Nun, ich dachte, vielleicht eine Chimichurri-Socke, um es richtig aufzupeppen. Die hellen Kräuteraromen würden sehr gut dazu passen. Chimichurri oder? Ich glaube nicht, dass ich das jemals zuvor versucht habe. Erzähl mir mehr. Es ist diese erstaunliche argentinisch inspirierte Sauce aus Petersilie, Knoblauch, Olivenöl und einigen anderen leckeren Zutaten. So aromatisch und frisch. Oh, das klingt wirklich herrlich. Und Sie denken, es würde perfekt zu einem schönen Steak passen. Bitte Ruf. Die Fülle des Fleisches würde durch die lebendige, würzige Sauce wunderbar ausgeglichen. Okay, du hast mich verkauft. Lass es uns tun. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Wunderbar. Ich schicke dir das Rezept, damit du die Zutaten besorgen kannst. Das wird eine so sättigende und besondere Mahlzeit. Ich kann es kaum erwarten. Danke für den tollen Vorschlag, Anna. Sie wissen immer genau, was Sie empfehlen können. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Genieße heute Abend ein schickes Steak-Dinner, mein Freund. Das werde ich auf jeden Fall tun. Sprechen Sie bald mit Ihnen. Lektion 12. Die lokale Kultur annehmen. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob du darüber nachgedacht hast, wie wir auf unserer bevorstehenden Reise die lokale Kultur in vollen Zügen erleben können. Das ist eine tolle Frage. Ich denke, dass es von entscheidender Bedeutung ist, in die Bräuche und Traditionen des Reiseziels einzutauchen. Definitiv. Ich möchte sicherstellen, dass wir nicht nur die Oberfläche überfliegend, sondern wirklich in den kulturellen Reichtum des Ortes eintauchen. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir einige der sehenswerten Kulturstätten und Sehenswürdigkeiten im Voraus recherchieren. Das ist eine gute Idee. Und vielleicht könnten wir auch einen Blick auf die Festivals, Veranstaltungen oder Feiern werfen, die während unseres Besuchs stattfinden. Oh, das wäre großartig. Der Besuch eines lokalen Festivals oder einer kulturellen Feier wäre ein authentisches Erlebnis. Absolut. Und wir sollten auch versuchen, die regionale Küche zu probieren und vielleicht sogar einen Kochkurs zu besuchen. Ich liebe diese Idee. Das Erlernen der lokalen Küche und ihrer Zubereitung wäre eine fantastische Möglichkeit, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Definitiv. Und wir könnten auch in Kunsthandwerksläden oder Ateliers vorbeischauen, wo wir mit lokalen Kunsthandwerkern interagieren könnten. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Der Kauf lokal hergestellter Kunst ohne Kunsthandwerk wäre eine großartige Möglichkeit, die Gemeinschaft zu unterstützen. Der Lau. Und vielleicht könnten wir sogar versuchen, ein paar Wörter oder Sätze in der Landessprache zu lernen. Das ist eine fantastische Idee. Schon einfache Begrüßungen und höfliche Ausdrücke würden viel dazu beitragen, unseren Respekt zu zeigen. Völlig. Ich möchte sicherstellen, dass wir das Reiseziel so authentisch wie möglich erleben. Ich denke, das ist ein wunderbares Ziel. Mit ein wenig Vorplanung und Offenheit für neue Erfahrungen können wir wirklich eintauchen. Vereinbart. Bei dieser Reise geht es vor allem darum, die lokale Kultur und Traditionen kennenzulernen.
Ich bin so aufgeregt. Es wird ein unglaublich bereicherndes und unvergessliches Abenteuer. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, einzutauchen und all die unglaublichen kulturellen Reichtümer zu entdecken, die dieser Ort zu bieten hat. Lektion 13: Online-Verkäufe. Hallo Anna, wussten Sie, dass Kisco Systems, ein führendes Technology-Unternehmen, etwa 40% seines Umsatzes online machte? Wuff, das ist eine wirklich beeindruckende Zahl. Ich wusste nicht, dass Sie eine so bedeutende Online-Präsenz haben. Ich auch nicht. Es zeigt nur, wie sehr sich die E-Commerce-Landschaft selbst für große Unternehmen weiterentwickelt hat. Wuff. Die Möglichkeit, Kunden weltweit über digitale Kanäle zu erreichen, muss für Sie ein großer Vorteil sein. Definitiv. Und es hilft Ihnen wahrscheinlich auch dabei, Ihre Abläufe und Ihren Vertrieb zu optimieren. Vierter Punkt. Der Verzicht auf Zwischenhändler und der direkte Online-Verkauf können zu echten Effizienzgewinnen führen. Genau. Darüber hinaus können Sie wertvolle Kundendaten sammeln und Ihre Angebote individuell anpassen. Das ist eine tolle Beobachtung. Die Datenerkenntnisse aus Online-Verkäufen müssen für Kisco unglaublich wertvoll sein. Absolut. Sie können diese Informationen nutzen, um Ihre Produkte und Marketingstrategien zu optimieren. Es ist erstaunlich, wie Technologie die Art und Weise verändert hat, wie selbst große, etablierte Unternehmen ihre Geschäfte abwickeln. Völlig. Der Aufstieg des E-Commerce hat die traditionellen Einzelhandelsmodelle in so vielen Bereichen stark verändert. Definitiv. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich andere Technologiegiganten und Hersteller an diese digitalen Trends anpassen. Ich stimme zu. Unternehmen, die Online-Kanäle effektiv nutzen können, werden wahrscheinlich einen echten Wettbewerbsvorteil haben. Es ist eine aufregende Zeit zu beobachten, wie sich die Landschaft weiterentwickelt. Definitiv. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die digitale Transformation des Handels geht. Ich kann mir nur vorstellen, was die Zukunft bringen wird. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich alles entwickelt. Absolut. Das Tempo des Wandels wird sich nur noch beschleunigen, das ist sicher. Lektion 14: Eintauchen in das menschliche Verhalten. Weißt du, Anna, ich war in letzter Zeit wirklich fasziniert von der Erforschung menschlichen Verhaltens. Oh, wie faszinierend ist es, in die Komplexität der menschlichen Psyche einzutauchen. Absolut. Die Art und Weise, wie unsere Emotionen, Worte und Taten ineinander greifen, ist unendlich faszinierend. Ich stimme zu, es ist ein so reiches und facettenreiches Forschungsgebiet. Definitiv. Die Nuancen, wie wir miteinander kommunizieren und uns verbinden, sind so fesselnd. Beruf. Die zugrunde liegenden Motivationen und Impulse, die unser Verhalten antreiben, sind einfach faszinierend. Helma are you? Definitiv. Es spricht wirklich für die Tiefe und Komplexität der menschlichen Erfahrung. Sicher. Ich liebe es, alle Schichten auszupacken, das Warum hinter dem Was, wenn man so will. Ja, es ist, als würde man die Zwiebel schälen, um die tieferen Wahrheiten über uns selbst ans Licht zu bringen. Genau. Es gibt einfach so viel Reichtum und Komplexität zu entdecken.
Ich stimme voll und ganz zu. Er ist ein wahres Fenster in die menschliche Verfassung. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich nur an der Oberfläche kratze, aber es hat sich sehr gelohnt. Ich kann es mir vorstellen. Es muss unendlich faszinierend sein, in die Feinheiten des menschlichen Verhaltens einzutauchen. Das ist es wirklich. Ich bin bestrebt, mein Verständnis dieses Bereichs weiter zu erweitern. Ich bin mir sicher, dass es immer noch mehr zu entdecken gibt. Die menschliche Psyche ist eine nie versiegende Quelle des Staunens. Kann dem nur zustimmen. Ich freue mich darauf, dieses faszinierende Gebiet weiter zu erkunden. Lektion 15: Fitnessleistungen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, meine Fitnessroutine zu intensivieren. Retour. Das ist großartig, John. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Wunderbar. Welche Art von Cardioübungen haben Sie eingebaut? Nun, ich habe die Mischung aus Laufen, Radfahren und Schwimmen wirklich genossen. Ach ja, das sind alles hervorragende Ganzkörpertrainingseinheiten. Ich sollte versuchen, es mehr zu vermischen. Definitiv. Abwechslung ist der Schlüssel dafür, dass Ihr Training ansprechend und effektiv bleibt. Absolut. Gibt es noch andere Fitnessaktivitäten, die Sie erkundet haben? Ich habe auch viel Krafttraining gemacht, sowohl mit Gewichten als auch mit Körpergewichtsübungen. Schön, Krafttraining ist so wichtig für die allgemeine Fitness und den Muskelaufbau. Ja, ich finde, dass es wirklich hilft, das Cardio-Training zu ergänzen, um mich fit zu halten. Das klingt nach einem wirklich umfassenden Ansatz. Irgendwelche Tipps für jemanden, der anfangen möchte? Ich würde sagen, fangen Sie langsam an, konzentrieren Sie sich auf die richtige Form und haben Sie keine Angst, etwas zu verwechseln. Toller Rat. Ein schrittweiser Fortschritt ist der Schlüssel zur Vermeidung von Verletzungen. Definitiv. Konsequenz und das Hören auf den eigenen Körper sind ebenfalls entscheidend. Weise Worte. Danke für die Fitnessinspiration, Anna. Ich fühle mich motiviert. Jederzeit. Ich freue mich immer über Gespräche darüber, wie man aktiv und gesund bleibt. Eindrucksvoll. Hier geht es zu unseren Fitnessreisen. Ein Hoch auf das Gefühl, stark und voller Energie zu sein. Lektion 16. Helens heuriger Moment. Hi Anna, ich habe über die seltsame Geschichte nachgedacht, die du mir neulich erzählt hast. Ach ja, die über Helen und ihre Erkenntnis über Wasser. Was ist damit? Nun, ich versuche immer noch mir das ganze Konzept klarzumachen. Kannst du es mir noch einmal erklären? Okay, lass mich dein Gedächtnis auffrischen. So wie ich es verstehe, hatte Helen diesen tiefgreifenden Moment. Richtig, richtig. Plötzlich erkannte sie, dass das Ding Wasser in Wirklichkeit dieses kühle, feuchte, flüssige Zeug war. Für für sie war es wie ein Aha-Moment, als sie die wahre Natur des Wassers entdeckte. Wolf, das ist wild. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu wissen, was Wasser ist. Wie kam sie zu dieser Erkenntnis? Nun, offenbar hatte man ihr ein abstrakteres, konzeptionelles Verständnis von Wasser beigebracht. Interessant. Daher musste sie im Wesentlichen ihre gesamte Sicht auf dieses Grundelement neu formulieren. Für es war dieser große Aha-Moment, als sie das Lehrbuchwissen mit der realen Welt verknüpfte. Faszinierend. Ich kann mir vorstellen,
dass das für jemanden eine wirklich tiefgreifende Offenbarung wäre. Definitiv. Es zeigt nur, wie unsere Vorurteile unser Verständnis der Welt beeinflussen können. Absolut. Die Kraft dieser Art kognitiver Veränderung ist wirklich bemerkenswert. Ich weiß nicht, es lässt einen wirklich über die Grenzen unseres Wissens und unserer Wahrnehmung nachdenken. Siljan, Helens Geschichte ist eine großartige Erinnerung daran, immer aufgeschlossen zu sein. Definitiv. Manchmal brauchen wir diese unerwarteten Durchbrüche, um neue Ebenen des Verständnisses zu erschließen. Gut gesagt. Helens Wassererleuchtung gibt sicherlich Anlass zum Nachdenken. Lektion 17. Abenteuer mit formeller Kleidung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass bei dir bald eine tolle Veranstaltung ansteht. Erzähl mir mehr. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Es ist ein Galadinner für meine Arbeit und ich brauche ein tolles Kleid. Schön, ein Galadiner klingt nach einer ziemlich formellen Angelegenheit. Haben Sie schon begonnen, nach dem perfekten Kleid zu suchen? Noch nicht, aber ich bin definitiv auf der Suche. Ich möchte etwas wirklich Atemberaubendes finden. Ich kann es mir vorstellen. Für solche Events sind wirklich glamouröse High-Fashion-Looks gefragt. Pfiuh. Ich stelle mir etwas Elegantes vor, vielleicht mit einem Hauch von Dramatik. Hochdramatisches Flair, ich mag es. Haben Sie bestimmte Designer oder Stile im Sinne? Nun, ich bevorzuge ein elegantes, bohnenlanges Kleid in einem satten Juwelentton. Oh, das klingt absolut großartig. Sehr raffiniert und würdig für den roten Teppich. Ich weiß nicht, ich möchte mich beim Betreten wie ein echter Hingucker fühlen. Kein Zweifel, mit dem richtigen Kleid werden Sie alle Blicke auf sich ziehen. Das ist das Ziel. Ich möchte eine Aussage machen und mich selbstbewusst fühlen. Ich bin mir sicher, dass Sie das perfekte Kleid dafür finden werden. Wann ist das große Event? Es ist in ein paar Wochen, also gehe ich besser bald einkaufen. Wünsch mir Glück. Kein Grund zum Glück, das haben Sie. Ich kann es kaum erwarten, danach alles darüber zu erfahren. Ich auch nicht. Ich werde Sie auf jeden Fall über den ganzen Glanz und Glamour informieren. Hört sich gut an. Viel Spaß bei der Kleidersuche, ich bin mir sicher, dass du umwerfend aussehen wirst.